Lena lebte 2 Jahre lang allein und sagte sich immer wieder, ich komme zurecht. Sie hatte ihren Alltag, sie hatte ihre Hunde und sie hatte alles unter Kontrolle. Aber um 3:14 Uhr nachts fing ihr 30 Kilo schwerer deutscher Schäferhund an, etwas anzubellen, das sie nicht sehen konnte. Und was sie auf der anderen Seite des Fensters entdeckte, hat alles verändert, was sie über Sicherheit zu wissen glaubte. Lena hatte ein System. Aufstehen um 6:10 Uhr, Kaffee vor allem anderen. Zuerst Bruno füttern, dann Bella. Denn wenn man Bella zuerst fütterte, stellte Bruno sich genau 3 Zentimeter vor dein Gesicht und starrte dich an. Mit diesem Blick. Ihr wisst schon, dieser Blick. Ruhig, intensiv, leicht beleidigt. Als wäre ein jahrhundertealtes Abkommen gebrochen worden. Homeoffice. Mittagessen allein. Abendrunde, Abendessen. Wiederholen. Kein glamouröses Leben, aber es war ihres. Und nach 2 Jahren, in denen sie es von Grund auf neu aufgebaut hatte, nach dem Mietvertrag, den sie alleine unterschrieben hatte, den Möbeln, die sie alleine zusammengebaut hatte, dem ersten Weihnachten, an dem sie so tat, als wäre die Einsamkeit kein Problem, hatte Lena sich selbst überzeugt, das hier reicht. Sie hatte Bruno, sie hatte Bella, sie kam zurecht. Sie wusste nur noch nicht, wie falsch sie damit lag. Bruno kam zuerst. Lena adoptierte ihn mit 8 Monaten aus einer deutschen Schäferhundvermittlung bei Hannover. Er war für sein Alter schon groß, 30 Kilo Muskeln und Aufmerksamkeit, mit Ohren wie Antennen und Augen in einem tiefen Bernsteinton. Die Vermittlerin übergab Lena die Leine und sagte mit vollkommener Ernsthaftigkeit, er wird seinen Job sehr ernst nehmen. Sorge dafür, dass du ihm einen gibst. Lena lachte. Sie dachte, das wäre eine Redewendung. War es nicht. Innerhalb von 48 Stunden hatte Bruno sich 3 Aufgaben zugeteilt. Erstens, morgendliche Kontrollrunde. Jeden einzelnen Morgen, bevor Lenas Kaffee fertig war, lief Bruno durch die gesamte Wohnung. Wohnzimmer, Küche, Bad, beide Schlafzimmer, Hintertür. Immer in derselben Reihenfolge, immer mit demselben konzentrierten Ausdruck, wie jemand, der Quartalszahlen prüft. Zweite Aufgabe, Türüberwachung. Jedes Klopfen, jeder Schritt auf dem Treppenabschnitt, jedes Auto, das vor dem Haus langsamer wurde, Bruno war schon an der Tür, bevor Lena das Geräusch überhaupt registriert hatte. Reglos, Kopf leicht geneigt, verarbeitend. Dritte Aufgabe, Lena selbst. Wo auch immer sie hinging, Bruno war 2 Schritte dahinter. Nicht ängstlich, absichtsvoll, wie ein Schatten, der entschieden hatte, dass sein Job permanent ist. Lena dachte, sie hätte ihn vollständig verstanden. Dann kam Bella. Bella war in jeder messbaren Hinsicht Brunos Gegenteil. Ein Dalmatiner, 23 Kilo, mit der Energie eines Golden Retrievers, der eine ganze Kanne Kaffee getrunken hat. Sie kam als Pflegehund. Nur 2 Wochen, sagte Lena zu sich selbst, und hatte sich innerhalb von 4 Stunden häuslich eingerichtet. Brunos Körbchen gestohlen, eine Ecke des Sofakissens aufgefressen und herausgefunden, dass sie, wenn sie ihre Nase im genau richtigen Winkel an Lenas Wange drückte, ihr die Gabel aus der Hand stoßen konnte, beim Abendessen. Bruno beobachtete Bellas Ankunft mit dem Gesichtsausdruck eines erfahrenen Mitarbeiters, der dabei sieht, wie ein unberechenbarer Praktikant angestellt wird. Er gab ihr genau 3 Tage, um sich einzugewöhnen. Am 4. Tag fing er an, auch ihr zu folgen. Nicht mit derselben Intensität wie mit Lena, eher wie ein widerwilliger großer Bruder, der ohne Begeisterung akzeptiert hatte, dass das jetzt seine Verantwortung ist. Wenn Bella vom Sofa sprang, positionierte Bruno sich darunter, um den Aufprall abzufedern. Wenn Bella 11 Minuten lang die Nachbarskatze durch das Fenster anbellte, saß Bruno ruhig neben ihr und wartete patientisch, bis sie aufhörte. Lene nannte sie fortan die Alarmanlage und der Fehlalarm. Sie dachte, sie hätte beide durchschaut. Sie dachte, sie hätte alles im Griff. Die schlimme Woche begann an einem Montag. Ein Projekt bei der Arbeit brach zusammen. Eine Freundschaft löste sich in einem Gespräch auf, ohne Erklärung, ohne Abschluss. Am Donnerstag saß Lena im Sofa in der Kleidung vom Vortag und starrte auf ihren Laptop, ohne ihn wirklich zu sehen. Bruno blieb näher als sonst, kein Hin- und Herlaufen, einfach präsent, 3 Zentimeter von ihrem Knie, und er beobachtete ihr Gesicht so, wie er die Haustür beobachtete, als würde etwas seine Aufmerksamkeit erfordern und er würde nicht weggehen, bis es gelöst ist. Bella kletterte auf das Sofa und legte ihren gefleckten Kopf in Lenas Lob. Sie bewegte sich 2 Stunden lang nicht. Lena weinte irgendwann. Bruno legte seinen Kopf auf ihr Knie, Bella drückte sich näher.
Und Lena saß da an einem Donnerstagabend, eingeklemmt zwischen 53 Kilo Hund und fühlte zum ersten Mal in dieser ganzen Woche, dass die Wände nicht mehr enger wurden. Genau solche Geschichten sind der Grund, warum diese Hunde es bedürfen, gesehen zu werden. Falls ihr noch nicht abonniert habt, das tut ehrlich gesagt ein bisschen weh. Drückt den Button, ihr wollt dabei sein, wenn es weitergeht. Sie ging um 21:47 Uhr ins Bett und schlief schneller als seit Monaten. Sie wachte um 3:14 Uhr auf, weil Bruno bellte. Nicht sein leises „Da ist was draußen" Bellen, das war scharf, dringend. Das Bellen, das er genau einmal zuvor eingesetzt hatte, als jemand unangekündigt in den Hinterhof kam und Bruno sich zwischen Lena und dem Tor positioniert hatte, bevor sie überhaupt aufgestanden war. Lena setzte sich auf. Die Wohnung war dunkel. Bella war bereits vom Bett gesprungen und stand in der Schlafzimmertür, Ohren aufgestellt, Körper angespannt auf eine Art, die Lena noch nie bei ihr gesehen hatte. Bruno war im Flur, nicht an der Haustür, am Fenster neben der Feuertreppe. Lena griff nach ihrem Handy und schaltete die Taschenlampe ein. Auf dem Absatz der Feuertreppe stand eine Gestalt. Sie rief sofort den Notruf 112. Ihre Stimme war ruhiger als erwartet, weil Bruno an ihrer linken Seite gedrückt stand und Bella an ihrer rechten und sie, ohne es entschieden zu haben, beide Hände auf beiden Hunden hatte. Die Polizei war in 6 Minuten da. Die Person war weg, aber sie fanden Spuren eines Einbruchversuchs am Fensterriegel. 2 Wohnungen auf derselben Etage waren in dieser Nacht eingebrochen worden. Lenas nicht. Weil um 3:14 Uhr ein 30 Kilo schwerer deutscher Schäferhund entschieden hatte, dass etwas nicht stimmt und sich geweigert hatte, es zu ignorieren. Das war vor 7 Monaten. Bruno macht immer noch seine morgendliche Kontrollrunde. Gleiche Reihenfolge, gleicher ernster Ausdruck. Bella stiehlt immer noch sein Körbchen. Er lässt sie. Lena hat immer noch ihr System. Kaffee vor allem. Zuerst Bruno füttern. Aber nach dieser Nacht hat sich etwas verändert. Es ist nicht nur Dankbarkeit. Es ist das Gefühl zu erkennen, dass das Leben, das man sich zum Überleben aufgebaut hat, leise zu etwas wird, das es wert ist, beschützt zu werden. Sie hat Bruno und Bella nicht gerettet. Sie kamen zu ihr. Vollständig, dickköpfig, entschlossen. Aber irgendwo zwischen den Kontrollrunden, dem Donnerstagsweinen und dem 3-Uhr-Bellen haben sie trotzdem gerettet. Nicht vor der Person auf der Feuertreppe, sondern vor der Vorstellung, dass Zurechtkommen dasselbe ist wie in Ordnung sein. Denn manchmal sind diejenigen, die am vollständigsten für dich da sind, genau die, die nie darum gefragt werden mussten. Vertraut dem, was eure Hunde euch sagen. Sie sprechen eine Sprache, die älter ist als Worte. Und wenn ihr darüber nachdenkt, einen Hund aufzunehmen, öffnet euer Herz. Sie werden es füllen. Würdet ihr den Instinkten eures Hundes mitten in der Nacht vertrauen? Schreibt es mir in die Kommentare.